Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es ein Video von mir, das ist schon sehr lange überfällig. Ihr seht's hier, ich habe hier die Panasonic Lumix S9 Kamera. Das kleine Biest ist ja wirklich sehr unterschätzt. Die hat Möglichkeiten, die rechnet man ihr so erstmal nicht an, vor allem weil sie eben so klein ist. Und heute gibt es von mir zu der Kamera ein Tipps- und Tricks-Video. Vermutlich erstmal nur für den Fotobereich. Ich denke, für den Videobereich werde ich nochmal ein extra Video machen, weil die Kamera wirklich sehr umfänglich ist und da wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bietet. Wie gesagt, das Video war schon sehr lange jetzt mal fällig. Ich habe die Kamera seit Jahren eigentlich schon im Einsatz jetzt. Kurz nachdem sie rauskam, nachdem die Firmware 2.0 rauskam, ist sie dann doch für mich auch interessant geworden, und das wäre auch direkt mein erster Punkt, den ich euch mal nahelegen würde. Ihr seht, ich habe die Kamera hier auch an meinem Atomos angeschlossen, das heißt, jeden Menüpunkt und so weiter kann ich euch auch direkt zeigen, und das erste, was ich euch nahelegen möchte, ist: Tut die Kamera updaten. Also macht das aktuelle Firmware-Update drauf, denn die Kamera ist wirklich erst interessant geworden durch die ganzen Firmware-Updates, die sie wirklich sehr, sehr potent gemacht haben. Also vor allem sowas wie Aufnahmelimits, die entfallen sind und so weiter, bringen euch da dann schon wirklich große Vorteile, gerade eben im Videobereich, da ihr dann auch mal über längere Zeit eigentlich ohne Überhitzungsprobleme auch im Open-Gate-Format aufnehmen könnt. Und das kam eben erst mit den Firmwares dazu. Also die Kamera ist wirklich erst interessant geworden durch diese ganzen Firmware-Updates. Dann ist es so, ich möchte euch da jetzt einfach so ein bisschen meine Erfahrungswerte, meine Einstellungswerte rüberbringen. Das Video richtet sich also an Einsteiger, Amateure und Fortgeschrittene, die sich die Kamera eben zugelegt haben und vielleicht auch noch nicht so Erfahrungen im Lumix-Bereich haben. Ich möchte euch da einfach die Einstellungen mal zeigen, welche ich so primär die meiste Zeit eigentlich nutze, welche für mich am meisten Sinn machen, und vielleicht sind auch noch ein paar Einstellungen dabei, die ihr so erst gar nicht kanntet. Vor allem eben, wo ihr die ganzen auch im Menü findet. Das Panasonic-Menü ist auch so aufgebaut, dass ihr da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten habt, und dadurch sind die einen oder anderen Dinge vielleicht auch ein bisschen versteckt. Also lasst uns doch direkt mal einsteigen, und als erstes würde ich sagen, wenn ihr die Kamera neu gekauft habt, dann solltet ihr zuerst mal einen Reset durchführen, beziehungsweise nicht, wenn ihr sie neu gekauft habt, weil dann kommt sie ja zurückgesetzt, sondern wenn ihr die Kamera vielleicht gebraucht gekauft habt. Die gibt es ja schon wirklich sehr, sehr billig auf dem Gebrauchtmarkt, weit unter 1.000 Euro, und für das, was sie kann, ist es wirklich ein No-Brainer. Also da kann man schon mal zuschlagen. Wie gesagt, wenn ihr die gebraucht gekauft habt, dann zeige ich euch erstmal, wie ihr das Ganze zurücksetzen könnt. Und zwar geht dazu ins Menü unter Einstellungen. Hier findet ihr den Reset-Punkt. Das heißt, hier könnt ihr erstmal alle Einstellungen komplett zurücksetzen. Auch ich habe die Kamera jetzt für das Video erstmal zurückgesetzt, dass wir eben gemeinsam die Einstellungen vornehmen können. Das Einzige, was ich hier jetzt schon geändert habe, sind die Energieeinstellungen, welche ihr eben ändern solltet, damit sich die Kamera nicht so schnell abschaltet. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu den Grundeinstellungen. Und zwar, wenn ihr mit der Kamera dann auch filmen wollt, ich habe zwar gesagt, wir sind jetzt direkt im Fotobereich, aber so die Basics von den Einstellungen beziehen sich auch auf den Videobereich. Wenn ihr damit filmen wollt, dann müsst ihr euch vielleicht unterscheiden. Wollt ihr in 25 FPS filmen, eben für den Deutschregionenraum, oder wollt ihr in 30 FPS filmen, wenn ihr zum Beispiel für YouTube filmt, weil 30 FPS sind im YouTube dann doch ein bisschen mehr verbreitet. Und zwar hat es den Grund, in den Einstellungen findet ihr unter Sonstiges die Systemfrequenz. Und ihr seht es auch hier schon, ich habe das auf NTSC gestellt, weil nur da habt ihr dann die 30 FPS auch zur Auswahl. Ansonsten hättet ihr da die Auswahl von 25 FPS. Also wenn ihr die 30 FPS, so wie ich, für YouTube nutzen wollt, stellt das Ganze erstmal auf NTSC. Ein wichtiger Punkt vielleicht auch hier, ihr seht es hier direkt im Menü, ganz unten findet ihr den Punkt Sprache. Falls ihr die Kamera gebraucht kauft von einem anderssprachigen Markt oder euch vielleicht jemand mal die Sprache umstellt, ihr findet die Spracheinstellungen immer hier in diesem Punkt. So, und dann als erstes, ich sag's immer wieder in meinen ganzen Hilfevideos, ihr solltet, wenn ihr eine Speicherkarte in der Kamera dann verwendet, die Speicherkarte in der Kamera erstmal formatieren. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Fehler sich einfach beheben lassen, wenn man die Karte in der Kamera formatiert und die dann eben ins passende Format bringt. Das Ganze findet ihr auch wieder im Einstellungsmenü. Unter Karte, Datei findet ihr die Kartenformatierung. Und hier könnt ihr eure Speicherkarte formatieren. Und bitte macht es auch wichtig,
Es gehen natürlich alle Daten verloren. Also bevor ihr formatiert, sichert alles von der Karte runter, dann formatiert die Karte in der Kamera und dann sollten euch diese Probleme zumindest schon mal entfallen. Und dann machen wir direkt weiter. Ich habe es nämlich gerade schon angesprochen, im Menü findet ihr dann hier im Monitor-Display-Einstellungsmenü auch den Energiesparmodus. Und wenn wir hier drauf gehen, dann seht ihr hier schon die Möglichkeit zur Einstellung vom Ruhemodus, der Ruhemodus Wi-Fi und Monitor-Aus-Einstellung und so weiter. Da könnt ihr einfach einstellen, wie sich wann die Kamera ausschalten soll. Und wie ihr seht, ich habe es hier auf 5 Minuten erhöht, hat einfach den Hintergrund, dass ich euch das jetzt hier alles zeigen kann, ohne dass sich die Kamera gleich abschaltet. Und noch so ein nächster allgemeiner Punkt sind Kameratöne. Und zwar, ich habe es sehr gern, wenn die Kamera einfach nur leise ist. Sei es jetzt ein Auslösergeräusch, da mache ich das Geräusch etwas leiser, aber so ein Autofokusgeräusch oder so, das kann ich gar nicht brauchen und das deaktiviere ich auch immer als erstes und das zeige ich euch direkt auch, wo ihr das machen könnt. Ihr geht wieder ins Menü und findet das Ganze unter Ein-Aus auf Signalton. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, alle Töne zu konfigurieren und ihr seht es auch hier schon, ich habe die Töne bei mir deaktiviert. So, und dann haben wir mal die Basics vom Einstellungsmenü durchgegangen. Wir kommen da sicherlich nachher nochmal dazu. Wir beginnen jetzt aber einfach mal mit der Grundkonfiguration von der Kamera und da gehe ich einfach mal von oben nach unten mit euch durch. Wir beginnen oben im Fotomenü und beginnen da im Bildqualitätsmenü und fangen da mit den Einstellungen an. Wie ihr sehen könnt, ihr habt hier natürlich unter Bildqualität 1 erstmal die Möglichkeit, die Bildqualität allgemein einzustellen. Und wie ihr sehen könnt, steht das Ganze auf Fine. Ich bin jetzt wirklich ein Freund davon, bei dieser Kamera die Einstellung auf RAW und Fine zu stellen. Und das hat einen Hintergrund, beziehungsweise zwei Hintergründe. Erstmal, RAW-Aufnahme ist für mich immer wichtig, denn ich bearbeite die Bilder sehr gern im Nachhinein mit meinen Programmen noch weiter. Der zweite Punkt, warum ich Fine hier einstelle, ist, es wird ein Fine JPEG abgespeichert, zusammen mit dem RAW. Und der Hintergrund liegt daran, die Kamera hat unter Bildstile sehr tolle Bildprofile. Und vor allem, ich kann es hier direkt mal umstellen, das Leica Monochrom-Profil, das hat einen richtig tollen Look. Und wenn ihr euch das Ganze dann noch so ein bisschen anpasst, ich nehme hier zum Beispiel immer gerne noch so ein bisschen den Kontrast hoch. Ich mache die Lichter noch ein bisschen ins Plus und die Tiefen noch etwas dunkler und dann habt ihr da wirklich schon ein richtig tolles Schwarz-Weiß-Profil. Wenn ihr gern Schwarz-Weiß fotografiert, so wie ich, dann könnt ihr dieses Leica Monochrom-Profil nutzen und die JPEGs out of camera nutzen und die sehen wirklich sehr gut aus. Und wie gesagt, es ist bei mir so, ich fotografiere gern schwarz-weiß, ich halte mir die Option mit der Farbe aber eben gerne offen und nehme deshalb eben auch noch im RAW mit auf. Weil ihr eben dann noch das RAW-Bild habt, das ist natürlich nicht schwarz-weiß und dann könnt ihr das nach Belieben noch ändern. Wie gesagt, ich habe euch ja gerade sogar gezeigt, wie ihr das Ganze dann einstellen könnt. Und das sind erstmal die Einstellungen, die ich bei mir so fürs Fotografieren in der Bildqualität als erstes festlege. Als nächstes passen wir dann den Autofokus an. Das heißt, wir gehen hier im Menü einfach mal runter. Das kann man soweit eigentlich erstmal alles lassen und gehen hier in das Autofokus-Menü. Und als erstes sehen wir hier den Fokusmodus. Und den stellen wir von AFS auf AFC. Das heißt, wir haben einen kontinuierlichen Autofokus. Die Kamera hat ja wirklich ein sehr gutes Autofokus-System. Die kann richtig schön verfolgen und tracken und so weiter. Deswegen stellen wir das Ganze hier den Fokusmodus auf AFC, damit die Kamera eben auch schön immer dauerhaft trackt. Als nächstes sollten wir dann natürlich auch die AF-Erkennungseinstellungen direkt einstellen, denn die Kamera soll euer Motiv ja auch erkennen. Wir setzen den ganzen Punkt mal auf On und haben dann direkt drunter auch noch die Möglichkeit, die Motiverkennungsauswahl einzustellen. Jetzt ist es so, Motivtyp, ihr habt hier die Möglichkeit, Mensch, Tiere, Autos und so weiter auszuwählen. Ich fotografiere meistens Menschen, deswegen wähle ich hier direkt jetzt mal Menschen aus und der Zielbereich setze ich dann auf Augen und Gesicht. Das heißt, wenn die Kamera ein Auge erkennen kann, dann fokussiert sie auf das Auge und meistens wollt ihr ja die Bilder immer auf dem Auge des Menschen scharf haben. So ist erstmal der Fokus grundkonfiguriert. Was ihr hier im Menü dann auch direkt noch findet, ist das AF-Hilfslicht und das ist das erste, was ich auch mit auf Off stelle. Das ist ja dieses kleine Licht, was dann immer leuchtet, ausgesendet wird, wenn die Kamera es ein bisschen schwieriger hat, im Dunkeln zu fokussieren. Das kann aber sehr oft auch einfach störend sein und deswegen, falls ich es dann doch mal brauche, lässt sich es hier immer noch aktivieren, aber ich will einfach nicht ungewollt irgendwelche Leute stören durch dieses kleine Hilfslicht.
Falls ihr dann auch mal manuell fokussieren wollt, dann findet ihr hier direkt drunter das Focus Peaking. Das lässt sich hier aktivieren und unter Set auch komplett einstellen. Also ihr habt hier dann die Möglichkeit, die Empfindlichkeit und die Farbe und so weiter einzustellen, wann das Ganze genutzt werden soll. Ich habe es jetzt hier mal auf On, ich tue aber relativ selten manuell fokussieren, weil der Autofokus eigentlich schon das macht, was ich gerne möchte. Wenn wir dann noch ein bisschen weiter runter gehen, dann kommen wir auch direkt ins sonstige Fotomenü und haben hier direkt die Auswahl zur Serienbildaufnahme. Die Kamera kann ja relativ viele Bilder pro Sekunde aufnehmen und hier habt ihr eben die Möglichkeit, wenn ihr eine Serienbildaufnahme aktiviert, zu konfigurieren, wie schnell das Ganze dann sein soll. Also ob ihr wirklich die SH Super Highspeed Aufnahme haben wollt mit 30 Bilder pro Sekunde oder ob euch vielleicht H, M oder L auch reicht. Ich bin hier so ein Freund, ich stelle das jetzt erstmal auf H. Ihr habt hier aber auch die Möglichkeit, den Pre-Capture-Modus zu aktivieren, wo die Kamera eben schon vor dem Auslösen Bilder aufnimmt. Brauche ich hier jetzt aber nicht. Ihr findet den Punkt eben hier, das könnt ihr euch vielleicht auch direkt mal merken. Ich bin aber bei der Serienaufnahme jetzt erstmal im H-Modus und bin damit auch sehr zufrieden. Im sonstigen Fotomenü 2 habt ihr dann noch die Möglichkeit, den Selbstauslöser zu konfigurieren. Also ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Zeiten und so weiter einzustellen. Den brauche ich relativ selten. Ihr findet es hier zum Einstellen. Wenn ihr den jetzt öfter mal braucht oder eben konfigurieren wollt, könnt ihr das Ganze hier im Menüpunkt machen. Wenn wir dann weiter runtergehen, dann sehen wir als nächstes das Videomenü. Und wie gesagt, das möchte ich entweder später oder in einem neuen Video dann behandeln. Das Video jetzt soll auch nicht zu lange werden. Deswegen kommen wir dann entweder später oder eben im neuen Video dazu. Wenn wir uns dann mal die normale Monitoranzeige anschauen, dann sehen wir an der Kamera hinten habt ihr ja so einen kleinen Q-Knopf. Und wenn ihr den drückt, dann geht hier dieses kleine Schnellmenü auf. Ihr habt da die Auswahl zwischen verschiedenen Menüpunkten, könnt ihr also schnell durch diese Punkte wählen und dieses Menü könnt ihr auch konfigurieren. Und wie ihr das Ganze konfiguriert, zeige ich euch jetzt. Geht dazu wieder ins Menü. Im blauen Einstellungsmenü findet ihr auf der dritten Seite unter Betrieb das Q-Menü Einstellungen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entweder das Layout mal auszuwählen und dann eben die Elemente anzupassen. Einmal für den Foto- und einmal für den Videobereich. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, euch hier drauf zu legen, was ihr wollt, wie zum Beispiel hier, wir können Kontrast wegnehmen und können direkt was anderes auswählen. Ich bin damit so aber erstmal zufrieden und lasst es jetzt mal so. Das kann sich wirklich jeder für sich konfigurieren, also da könnt ihr nach Belieben, was ihr eben am meisten verwendet, direkt in das kleine Schnellmenü legen. Weiter unten in diesem Betriebsmenü findet ihr dann auch die FN-Tasteneinstellungen und hier könnt ihr, wie ihr seht, unter Einstellungen im Rack-Modus die Belegung der Tasten auf der Kamera ändern. Auch hier will ich jetzt erstmal keine Änderungen vornehmen, weil das soll wirklich jeder nach seinem Belieben vornehmen. Auch hier im Menü findet ihr die Radeinstellungen und da könnt ihr eben diese Räder von der Kamera noch frei belegen. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel vorne die Blende auflegen und hinten am Drehrad dann die ISO oder sowas, damit ihr das alles anpassen könnt oder eben die Verschlusszeit, damit ihr da eben nach Belieben eure Einstellungen, vor allem eben im M-Modus, frei vornehmen könnt. Was vielleicht noch eine kurze Info wäre, ich bin hier jetzt gerade im M-Modus, das heißt, wenn ihr einen Menüpunkt vielleicht nicht seht oder irgendwas nicht einstellen könnt, liegt es vielleicht daran, dass ihr erst in den M-Modus hier oben am Moduswahlrad gehen müsst. Und was ihr dann vielleicht direkt mal gesehen habt, ich kann es euch hier auch zeigen, ich verstelle jetzt hier mal die Blende oder auch die Verschlusszeit und ihr seht die Auswirkungen hier erstmal direkt nicht. Die Belichtung sieht auf dem Bildschirm hinten immer gleich aus und das hat den Hintergrund, dass die konstante Vorschau in der Kamera nicht aktiviert ist. Die wollt ihr aktivieren, denn erst dann seht ihr wirklich die Auswirkungen auf die Belichtung auf dem Bildschirm hinten an der Kamera. Und das Ganze könnt ihr auch wieder im Menü machen. Im blauen Menü unter Monitor Display findet ihr den zweiten Punkt von oben, konstante Vorschau. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf On setzen, dann seht ihr hier direkt, wenn ich jetzt die Verschlusszeit mal runtersetze, es verändert sich die Belichtung und auch hier nach oben, ihr seht es wird dann überbelichtet. Das war vorher eben nicht der Fall. Und wie gesagt, ihr wollt den Punkt eigentlich so haben, damit ihr eben bei der Aufnahme bzw. vor der Aufnahme schon eure Einstellungen direkt bewerten könnt, damit das Bild eben dann nachher so belichtet ist, wie ihr das gerne auch haben wollt. Im selben Menü findet ihr dann auch noch die Möglichkeit, ein Histogramm oder auch Gitterlinien anzeigen zu lassen. Das heißt, ihr könnt hier Histogramm aktivieren oder eben auch die Gitterlinien. Bei Gitterlinien habt ihr dann auch noch die Auswahl von Gitterlinien. Ich nehme da sehr gern das 3x3 Raster.
damit man eben das Bild immer so ein bisschen besser ausrichten kann. Auf der zweiten Seite von Monitor Display Foto, wenn wir hier ein bisschen nach unten geht, seht ihr dann auch den künstlichen Horizont. Das heißt, ihr habt da ja so eine kleine Wasserwaage. Ich kann die hier jetzt mal kurz aktivieren, dann seht ihr das Ganze hier. Die zeigt euch dann an, ob ihr die Kamera schief haltet oder dass ihr da eben im Wasser seid. Ihr könnt das Ganze aber auch mit dem kleinen Zurück-Mülleimer-Button hinten an der Kamera schnell deaktivieren und aktivieren. Das ist also die Standardbelegung von der Kamera. Wie gesagt, unter FN-Einstellung könnt ihr das Ganze ja anpassen, dass die Taste eine andere Funktion hat. Aber standardmäßig lässt sich hier diese Wasserwaage eben mit diesem Knopf aktivieren und deaktivieren. Wenn ihr dann eure Einstellungen jetzt erstmal vorgenommen habt, dann könnt ihr die auch speichern. Und zwar habt ihr oben auf dem Modusrad ja C1 bis C3, wo ihr euch eben Custom-Einstellungen speichern könnt. Und das findet ihr dann wieder im Menü, im Einstellungsmenü unter Einstellungen und dann in Benutzermodus speichern. Und hier könnt ihr das Ganze dann unter C1 bis C3 abspeichern. Ich speichere das Ganze jetzt einfach mal direkt in C1 und das lässt sich dann eben, wie gesagt, oben über das Modusrad einfach sehr schnell auswählen. Das ist vor allem im Videobereich dann wichtig, weil gerade bei Video habt ihr vielleicht so Basiseinstellungen wie jetzt eure Verschlusszeit, Verschlusswinkel mit einer passenden Belichtung und eben dann auch noch die passende ISO und so weiter. Und gerade wenn ihr euch dann noch diverse Sachen einblenden wollt, wollt ihr das vielleicht auch in einem Benutzermodus speichern und dann oben einfach per Schnellauswahl auf einen Rad legen. So, und Video ist ein gutes Stichwort. Ich sehe hier nämlich, ich habe schon fast 20 Minuten aufgenommen. Das wird zwar noch ein bisschen zusammengeschnitten, aber ich will auch nicht, dass das Video zu lang wird. Vor allem, wenn der Videobereich vielleicht nicht alle betrifft und die Fotoleute dann eben doch nur den Fotobereich sehen wollen. Deswegen packe ich euch die Videoeinstellungen in ein anderes Video. Und da gehen wir dann auch nochmal ausgiebig auf die kompletten Videoeinstellungen der Kamera ein. Ich hoffe, das Video hat euch soweit jetzt gefallen. Ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp, wenn ihr die Kamera habt und ihr merkt so, die liegt vielleicht nicht ganz so gut in der Hand, dann holt euch diesen kleinen Small Rig Griff. Also der ist hier wirklich sehr klein, der trägt nicht arg auf. Ihr habt den Vorteil, dass ihr dann noch eine kleine AK Swiss Platte bzw. Kompatibilität eben habt für ein Stativ. Und ihr habt hier eben diesen Griff, wodurch euch die Kamera sehr viel besser und vor allem auch sicherer in der Hand liegt. Das nur so nebenbei, außerhalb der ganzen Software-Sachen mal gesagt. Der hat wirklich schon einen Vorteil. Und wenn wir gerade dabei sind, schützt vielleicht euer Display auch noch mit einer Displayfolie. Ich werde euch beides unten einfach mal in der Beschreibung verlinken, da könnt ihr das angucken und gegebenenfalls auch kaufen. So, und dann war es das auch von mir. Ich hoffe, das Video war soweit erstmal hilfreich, gerade für Anfänger eben, die die Kamera fürs erste Mal so ein bisschen konfigurieren wollten. Sollten da dann schon so ein paar Basiseinstellungen dabei gewesen sein, die euch da helfen, die Kamera vielleicht ein bisschen einfacher zu benutzen. Für alles Weitere, was die Kamera noch so im Speziellen kann, gibt es dann noch ein extra Video. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt diese doch einfach in die Kommentare. Ich beantworte die sehr gerne. Und ja, Like und Abo nicht vergessen für weitere Videos. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.